Eigentlich hat dieses Land alles zu bieten und trotzdem ist es immer noch sowas wie ein Geheimtipp. Willkommen in Montenegro. Das kleine Land an der Adria ist faszinierend. Die Buchten verzaubern mit kristallklarem Wasser. Die Städte mit jeder Menge Geschichte. Die Hafenstadt Kotor ist Weltkulturerbe. Und Hauptstadt der Katzen. Doch das ist noch lange nicht alles. Montenegros Berglandschaft ist atemberaubend und ein echter Geheimtipp. Auf dem Weg dorthin warten Abenteuer, ein Rekordcanyon und der größte See des Balkans. Die Natur macht einen fast sprachlos. Unterwegs in einem noch recht unbekannten Land auf dem Balkan. Montenegro grenzt an Serbien und Albanien. Von Kotor an der Küste geht's in die Berge zum Nationalpark Biogradska Gora und in die Tara-Schlucht. Im südlichen Zipfel des Landes erwartet uns schließlich ein bewohnter Fluss an der Ada Bojana. In der Bucht von Kotor leben die deutschen Auswanderer Helga und Iggy. Hi! Dobrodošli. Dobrodošli, was heißt das? Helga, hallo. Herzlich Helga. willkommen heißt das. Hallo, Ich bin Iggy, Ramon, grüß dich. Wollen wir gleich los? Ey, super gerne. Das ist schon mal gleich das erste Abenteuer hier, hä? Oh ja. Oh je. Ramon, Ja? linke Seite Steuerbord, lösen Hier? und dann ziehen Richtung Steuerbord links. Was heißt lösen? Lösen heißt lösen. Ach so, einfach den Es Knoten ist schon genauso. aufmachen. Und den Bitte nach links. Knoten. Bitte Knoten. nach Steuerbord das Boot ziehen. So, Und jetzt? so, wir sind los. Muss ich ziehen? Ziehen. Gut. Okay, Wir ziehen das das passt. jetzt in die Richtung, Langsam automatisch. warten, Okay. bis das Sehr Boot sich gut. dreht. Und jetzt Leinen bitte ins Wasser. Schnell ins Wasser. Reinschmeißen? Ja, ganz schnell, damit wir mit dem Motor nicht darüber fahren. Okay, Sehr cool. gut. Bisschen eine dreckige Sind die Angelegenheit, aber Leinen geht. im Wasser? Schon schmuddelig, Ja, ne? alles gut. Okay, wir legen ab. Danke, Iggy. So schnell wird man zum Segler. Und schon sind wir in der Bucht von Kotor. Was für ein Ausblick. Helga und Iggy vermieten in der Nähe Apartments und organisieren Wander- und Bootstouren. Hey, das ist ja hier wie im Paradies bei euch. Wahnsinn. Ja, So ein klein bisschen. empfinden wir auch so. Schon, ne? Ja. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, dieser Blick. Ja. Du bist eigentlich auf dem Meer und kannst die ganzen Berge so sehen. Das ist ja unglaublich schön. Was macht Montenegro aus für euch? Du hast dieses Zusammenspiel mit Meer und Berge, die einzigartig ist, 1,5 Stunden von Deutschland entfernt. Und zum anderen ist es noch ein Land, wo man wirklich noch erkunden kann, abenteuerlich unterwegs ist, richtigen hausgemachten Tourismus dann auch noch irgendwo noch mitbekommt, nicht überlaufen, sehr, sehr nette, freundliche Menschen. Und es ist einfach wahnsinnig authentisch, das Ganze, ne? Wie würdest du die Menschen beschreiben? Sehr herzlich, extrem gastfreundlich. Und sie tragen vielleicht nicht den Charme so direkt im Gesicht, aber sobald man mit ihnen in den Kontakt kommt, ist man wirklich, man merkt einfach, man ist willkommen. Und ich bin ja jetzt rein optisch offensichtlich Ausländerin hier. Und ich habe aber in der Tat keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich bin hier so offen und warm empfangen worden. Und ja, es ist einfach, ich finde die Menschen hier toll. Cool. Absolut. Und auch als Frau sieht man das in manchen Lagen vielleicht noch mal anders. Aber die Männer sind sehr hilfsbereit. Sie sind nicht aufdringlich und man kann hier auch als Frau sehr gut alleine reisen. Das haben wir also jetzt schon oft als Feedback auch von unseren Gästen bekommen, von unseren weiblichen. Die sagen, es ist so angenehm hier. Und Montenegro ist ein sehr familienfreundliches Land. Die Familie, die Kinder, die sind hier das Ein und Alles. Wie lange bist du schon da? Wir sind jetzt gemeinsam seit 2014 hier. Ja.
und noch keinen einzigen Tag bereut. Geht's nicht mehr zurück nach Deutschland? Zuerst mal nicht, ne? Oh Ramon, jetzt hast du richtig Glück. Da ist ein Fischer. Und wenn wir Glück haben... Das Boot da vorne? Ja, genau. Hier, schau mal. Ja. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir frischen Fisch, den er jetzt gerade gefangen hat, heute Abend für unsere Gäste. Oh, Sir! Hallo, You have some haben Sie fish Fisch zu for sale? verkaufen? Wir können jetzt hier Fisch kaufen? Ja. Oh, Oh, toll. Nice. Nice. Oh. Tatsächlich. Super, schaut mal. Frisch Das ist ja gefangen. total abgefahren. Bravo, bravo. Usima. Den nehmen wir. Usima, bravo. Sehr gut. Hey, wie war dein Tag? Gestern war es wirklich schlecht, da habe ich den ganzen Morgen nichts gefangen. Heute habe ich Seebrasse, Wolfsbarsch, Dorade. Richtig gut. Wie viel kosten die? Nichts. Ich mache das jeden Tag. Bitte lass mich bezahlen. Nein, ich mache das jeden Tag. Also genießt Montenegro auf die richtige Art. Das ist für euch. Hey, danke sehr. Danke. Thank you, Sir. Helga, du hast gerade noch von Gastfreundschaft gesprochen und jetzt kriegen wir hier den Fisch geschenkt. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das stimmt. Thank you, take care, man. Thanks. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Sir. Das ist so ein Highlight hier in der Bucht. Das muss man gesehen haben, weil das ist eigentlich eine künstliche Insel von den Leuten hier gemacht. Das war ein kleiner Felsvorsprung im Meer. Und die haben dann das Ganze dann zugeschüttet mit Stein oder aufgeschüttet vielmehr. Und so entstand dann diese Insel. Ne? Und dort ist auch eine Kirche drin, die kannst du besichtigen. Die Heilige Maria auf dem Stein. So, jetzt probieren wir mal anzulegen. Soll ich rausspringen? Ja, einer muss rausspringen, bitte. Oder springt Ich der springe Ramon auch raus. raus? Ja, dann spring du von da vorne. Springst du raus? Ins Wasser raus? Nein, auf die Mole und dann Okay. werf ich dir das Seil zu und du wickelst das Seil um die Klampe da vorne, Okay. ne, um das Eisenteil. Über die Schnur drüber, nicht, dass du da dran hängen bleibst. Moment, noch nicht. Noch nicht springen, aber geh schon mal mit dem anderen Bein über, Ist sonst zu bleibst windig. du hängen. Ja, spannend. So, ich glaube, du kannst jetzt gleich springen. Ich spring da jetzt drüber. Pass auf die Schnur, ne, wenn du rüber springst. Ja, Sagst du mir den Moment an? ja, So, Igor. abstoßen mit den Füßen. Ja, wir sind zu weit weg. Warte. Wie soll ich denn da jetzt drauf springen? Du bist ja krass. Jetzt hast du es gemacht. So, raus. Wahnsinn. Boah, Helga, bist du krass. Schnell, schnell, schnell. Ja, und ja, ja, und da ja. durch. So? Zeit hat man nie bei sowas. Helga, schnell da Achtung, hinten. da abstoßen mit den Füßen, dass das Boot nicht dran knallt. Helga, mach die hier schnell ran. Einfach nur rum. Reicht. Nach hinten. Also Ramon, wir dürfen hier Hoppala, danke. nicht so lange bleiben. Okay. Deswegen nur ein kurzer Gang auf die Insel, Super schnell mal gern. gucken und dann müssen wir schnell wieder weg hier. Okay. Ja? Okay. Es wollen halt viele Besucher anlegen. Übrigens findet hier jedes Jahr im Juli das traditionelle Felsenwerfen statt. Bei diesem Fest werfen die Einheimischen symbolisch Steine ins Meer, um die Insel noch weiter zu vergrößern. Für uns wird es jetzt Zeit, wieder abzulegen. Wie das lässt sich leben hier bei dir? Siehst auch sehr, sehr entspannt aus, mein Lieber. Mir ging es selten besser als jetzt gerade, wirklich. So,
Voilà, Wow, einmal. Wahnsinn. Süß, herzhaft. Das ist Burek in Miniform. Und zwar nennt man das Mantille. Das sind einfach die kleinen davon. Ja? Einmal mit Käse, einmal mit Fleisch. Das ist würde man bei uns sagen, ein kleiner Berliner. Und das sind Plunder. Okay. Hey, du bist ja super angekommen hier in dem Land, oder? Ja, kann man sagen. Kennst dich mit den Sitten und Gebräuchen schon aus? Ja, würde ich sagen, mittlerweile. Kommt man hier denn mit Englisch weiter? Kommt man schon, aber ein paar Brocken Montenegrinisch, also ist für deine Reise auch ganz schön. Zum Beispiel wie Stravo für Hallo, Molim für Bitte, Hvala für Danke. Sie freuen sich einfach. Ja? Stravo. Stravo. Okay, das merke ich Stravo ist Hallo, genau. Ich nehme hier noch mal was Süßes, ja? Ja, greif zu. Schmeckt super. Ja, bitte. Was hier in Montenegro auch sehr schön ist, es gibt viele, die zum Beispiel auch so hausgemachte Produkte anbieten. Also Tourismus, wo man aber sehen kann, es ist authentisch, es ist tatsächlich wie früher noch gemacht. Und dieser Teig zum Beispiel wird über Tische gezogen. Ja? Und solche Dinge kann man sich hier in Montenegro ansehen. Wir werden später noch selber Likör herstellen. Aber erstmal geht's jetzt weiter mit dem Segelboot zur bekanntesten Stadt des Landes. Und wo ist jetzt Kotor, Iggy? Kotor ist jetzt hier auf 12 Uhr. Eine super, super klasse Stadt. Hat auch eine sehr schöne Altstadt. UNESCO-Weltkulturerbe. Ein Ausflugsort für sehr, sehr viele Kreuzfahrtschiffe, die hier anlegen. Für viele Touristinnen und Touristen ja auch so eine Art Startpunkt, ne? Hier in Montenegro, oder? Ja, denke ich auch. Und natürlich auch nicht die Burg zu vergessen. Einfach sensationell, weil schaust dann hier über die ganze Bucht hier rüber. Und da hat man erst so richtig das Gefühl, wie mächtig das Ganze hier ist, ne? Mit der Berglandschaft. Ich sage immer zu unseren Gästen, wer nicht auf der Burg war nicht in Kotor. So als kleinen Ansporn, weil es ist schon ein bisschen anstrengend, hochzulaufen. Dann würde ich sagen, auf geht's nach Kotor. Und vielen Dank für den Ausflug mit euch beiden. Sehr gerne. Sehr gerne. Schön, dass du mit uns gestartet bist. Ja. Los geht's im Hafen. In der Hauptsaison legen hier täglich mehrere Kreuzfahrtschiffe an und spülen hunderte Touristen in die Stadt. Das sieht krass aus, oder? Ich habe gedacht, das Boot von Helga und Iggy wäre groß, aber das ist hier natürlich noch mal ein ganz anderes Kaliber. Aber klar, Kotor ist eine wunderschöne Stadt, unglaublich beliebt bei Touristen. Und warum das so ist, das gucke ich mir jetzt mal an. Mima lebt hier und macht Touristenführungen. Hallo Mima, Hallöchen. grüß dich. Kannst du mir heute Kotor zeigen? Ja, natürlich, sehr gerne sogar. Sag ich es richtig überhaupt? Kotor. Kotor. Im Deutschen sagt Kotor, aber es ist Kotor. 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 Okay. Da geht's rein? Genau, das ist das Haupttor. Okay. Hat das irgendwie eine Geschichte? Da oben steht Ja, das sogar eine sehr große Geschichte. Das Haupttor erzählt mehr oder weniger sehr viel über die Stadt. Es ist eins von 3 Toren, denn die ganze Stadt ist in einer ganz großen Stadtmauer mehr oder weniger drin. Wie so eine Festung quasi. Genau, eine Festung, die um die Stadt geht. Sie ist 4,5 Kilometer lang. Okay. Und das ist das Haupttor oder auch Meerestor genannt. Wieso Meerestor? Weil es zum Meer guckt, aber weil früher dieses ganze Plateau eigentlich auch gar nicht existierte. Wasser ging bis zu dem Tor und wenn du zum Beispiel in die Stadt wolltest, dann musstest du mit dem Boot dorthin anklopfen und mal sehen, ob du reinkommst. Hier? Ja. Hallo? Ah, schieben, ne? Ah, wir kommen rein. Jetzt. Ah. Welcome to Kotor. Die Stadt hat eine lange Geschichte. 200 Jahre gehörte sie zum Serbischen Reich. Dann fast 400 Jahre zu den Venezianern und 100 Jahre zu Österreich. 1918 wurde sie zusammen mit Montenegro ins Königreich Jugoslawien eingegliedert. Nach den Jugoslawienkriegen strebte das Land seine Unabhängigkeit an, die 2006 in einer Volksabstimmung beschlossen wurde. Montenegro hat 620.000 Einwohner. In der Altstadt von Kotor leben gerade einmal 500 Menschen. Ramon, vor unserer Tour
noch das Starterpaket für Montenegro. Das Starterpaket für Genau. Montenegro. Ich kann mir schon denken, was es jetzt... Oh Mann, Mima. Ist doch früh am Morgen, ey. Ja, muss so sein. Muss. Da lebst du länger. Prost. Prost. Was ist das? Dunja. Dunja? Aber nur ein bisschen. Oh. Nee, nicht das Gesicht. Also so ein Gesicht mache ich nicht. Der Platz hier? Warum stehen die alle hier und lassen sich was Das erzählen? ist der wichtigste Platz in der Stadt, denn Wirklich? das ist der Hauptplatz, genau. Okay. Oder auch der Waffenplatz, denn alle Plätze in der Stadt haben die Namen bekommen nach den Sachen, die hier verkauft oder gelagert wurden. Okay. Deswegen haben wir einen Salatsplatz, wir haben einen Holzplatz, wir haben einen Waffenplatz, wir haben einen Mehlplatz, wir haben einen Katzenplatz, aber Katzen haben wir nicht verkauft. Warum die Katzen so eine wichtige Rolle in Kotor spielen, wir werden es noch hautnah erleben. Noch etwas sehr Interessantes, der Schandpfahl. Denn bis zur Schandpfahl? Zeit bis zur Zeit der österreichischen Ungarn hatten wir kein Gefängnis, sondern in so einer kleinen Stadt, jeder kennt jeden. Du wirst nicht ins Gefängnis gehen, sondern, weil wir keins hatten, würdest du hier auf dem Hauptplatz öffentlich vorgeführt werden, vor dem Schandpfahl. Jeder würde Okay. dich sehen, Tomaten und Eier würden fliegen. Wirklich? Und ja, genau. Und danach konntest du auch lediglich mit deiner ganzen Familie aus der Stadt ausziehen, denn du konntest dich nicht mehr blicken Die lassen. Scham war zu groß. Dann. Ja, und das ist sehr viel schlimmer als ein Gefängnis. Machen wir heute aber nicht mehr. Sehr gut. Kannst du auf mich aufpassen? Ich will keine Ja, Tomaten und keine Problem, Eier du bist mit abkriegen. In der Altstadt gibt es jede Menge enger, wunderschöner Gassen und keine Autos. Kotor hat eine bewegte Geschichte. Große Erdbeben, eines im Mittelalter und 2 1979, haben die Stadt erschüttert. Bei den letzten Beben starben zahlreiche Menschen. Viele Hotels und historische Gebäude wurden zerstört. Auch die bekannte Kathedrale der Stadt war betroffen. Kaum ein Gebäude hat die Beben unbeschadet überstanden. Mit internationaler Hilfe wurden viele wieder errichtet. An diesem Gebäude sieht man schön, was das Erdbeben gemacht hat. Du siehst, wo der Stein aufhört Da und wo zieht die sich so andere eine Kante lang, genau. richtig, ne? Also bis zu der Linie war dann das Gebäude komplett zerstört. Guck mal, Katzen. Ja, davon haben wir sehr viele in der Stadt. Der Katzenplatz von Kotor. Der Name ist Programm. Aber warum haben die hier so eine große Bedeutung? Unsere Katzen sind mehr oder weniger Hauskatzen, denn sie sind hier bei uns in der Stadt zu Hause. Du kannst dich setzen, keine Angst. Hey. Ja, sie will nicht. Wirklich? Aber was Die sind aber nett. Okay. Alle meine Katzen zusammen. Du kennst die alle, hä? Ja, die kennen sich alle. Die sind hier mehr zu Hause als wir. Also wird Ja. dir keine Katze aus dem Weg gehen. Hey, meine Liebe. Servus. In der Zeit der Pest hatten wir sehr viele Ratten, denn die halbe Stadt steht auf Wasser. Ja. Und da haben wir sehr viele feuchte Löcher. Und dort würden wir dann sehr viele Ratten haben, die dann die Pest von einer Person zur anderen getragen haben. Ja. Dann, als wir die Katzen in die Stadt geholt haben, haben sie alle Ratten gefangen. Und so von der Pest gerettet. okay. Und seitdem sind sie bei uns Beschützer der Stadt. Wir hatten sogar ein Katzenmuseum. Wir kümmern uns wirklich sehr gut um die. Ja. Du wirst keine dünne Katze bei uns in der Stadt sehen. Oh, sie hat ein Mikro gegessen. Sie hat mein Mikro gegessen. Sah aber spaßig aus. Ja? Das war mal ein Mikrofon. Also, obwohl ich wirklich die ganze Stadt liebe, etwas, das mir wirklich am Herz liegt, ist dieses Gebäude, nämlich Hotel Maria. Maria ist meine Oma und mein Opa hat das erste Privathotel in ganz Montenegro eröffnet, das einzige damals. Ciao, Chiqui. Du kannst dich setzen. Das ist der Ramon. Alles, was aus Holz ist, hat hier der Opa gemacht. Und als er sein erstes großes Werk war, dieses Hotel, und als er es fertig gebaut hat, wo er das meiste reingelegt hat, hat er dem Hotel den Namen Maria gegeben. Das ist meine Oma oder auch seine geliebte Frau. Oma kommt auch jeden Morgen hierher, mehr oder weniger. Und auch mein Tag startet jeden Morgen hier. Ich trinke erst meinen Kaffee mit meiner Mutter, meiner Oma und mit 6 meiner Tanten. Und ich bin eins von 20 Enkelkindern. Und hier startet mein Tag. Und danach kann auch fast gar nichts schief gehen. Das klingt wahnsinnig schön. Ist auch so.
Warum kannst du eigentlich so gut Deutsch? Wir hatten ja die Jugoslawienkriege. Deswegen sind meine Familie, also mein Bruder, meine Mutter und mein Vater und ich natürlich, wir sind dann 99 nach Deutschland ausgewandert. Wir waren dann 7 Jahre in Castrop-Rauxel. Und dort bin ich dann 6 Jahre zur Schule gegangen. Und als ich dann zurückgekommen bin, war ich 12. Und da war ich hier die Deutsche. Also war ich in Deutschland, war ich der Ausländer und hier war ich der Ausländer. Keine Heimat irgendwie so Nee, richtig. es war sehr schwer. Ich wollte wirklich nach Deutschland zurückgehen. Nach ein paar Jahren habe ich schon gesehen, wo ich lebe, wie es hier ist. Und jetzt würde ich es auch nicht. Fühlst du dich hier wohler? Ja, es ist wie ein gigantisches Haus, ein gigantisches Wohnzimmer. Alle sind da und wir streiten, wir lieben uns und ja, jeder kennt sich hier. Wie würdest du so ein typisch montenegrisches Leben beschreiben? Ich glaube, unsere Lebensqualität hier ist schon sehr gut. Also wir leben am Meer, wir haben die Berge, wir haben das Meer, wir haben Familie überall. Es ist wirklich ein warmes Gefühl, hier zu leben. Und wenn immer du arbeitest, du hast Urlaub. Also wenn du bis 2 arbeitest, nach 2 bist du auch im Urlaub. Du gehst ins Meer, du gehst schwimmen, liegst in der Sonne. Ich würde sagen, es ist das Paradies. Also ich sage das nicht nur, weil ich von hier bin und weil es meine Stadt ist. Das ist wirklich so. Die Lebensqualität hier ist sehr gut. Ja. Ich würde auch nie irgendwo anders hingehen, denn besser kann es gar nicht sein. Mima hört gar nicht mehr auf zu strahlen, wenn sie von ihrer Heimat spricht. Und sie will uns noch mehr zeigen. Das ist der Eingang zu den Stadtmauern. Krass, guck mal da oben, da hängt die Wäsche. Genau, weil es gibt sehr viele Leute, die immer noch in der Altstadt leben und du musst irgendwo die Wäsche auch trocknen. Also muss das zwischen den kleinen Gassen sein. Das sieht total romantisch aus. Die Wäsche hat es sogar zum Kunstobjekt geschafft. Diese hier ist aus Blech. Unser nächstes Ziel, die Festung von Sveti Ivan oberhalb der Altstadt. Der Aufstieg soll es richtig in sich haben. Jetzt beginnt nämlich der harte Teil der Tour. Das wird steil, merke ich. Ja, es fängt sofort an, denn wir werden jetzt die Steinmauern hochgehen. Bis nach ganz oben, 1365 Stufen. Das ist die Stadtmauer. Okay. Angefangen mit dem Bau hat das im 6. Jahrhundert. Also es ist schon sehr alt. In den Erdbeben wurde es schon teilweise zerstört. Ja. Aber es ist mehr oder weniger doch gut intakt. Und wir werden jetzt bis zur Spitze gehen. Ciao. Ciao. Da wird auch warm, ne? Ja, und es wird noch wärmer, wenn wir uns etwas einlaufen. Boah, wenn man so richtig im Sommer hier hochläuft. Ah, das macht keiner. Nee? Doch. Doch, oder? Einmal im Tritt geht's dann doch ganz gut. Hey, aber die Jungs waren ganz schön krass, die das da oben hingebaut haben und die ganzen Steine hier hochgeschleppt haben. Du Ne? kannst einen nehmen und versuchen, mal sehen, wie das ist. Ja, denen das nachmachen. Einfach hochtragen. Ja, Den mitnehmen ach, nach oben? du Mann. Okay. Hey, Aber der Ausblick, ja, jetzt verstehe ich's. nicht wahr? Die Altstadt, die Berge, das Meer. Wie gemalt. Aber der Blick soll oben noch spektakulärer sein. Also, weiter. Wer es gerne extrem mag, hier noch ein sportlicher Geheimtipp. Es gibt auch einen Klettersteig zur Festung. 3 Jahre hat die Genehmigung gedauert. Heute dürfen erfahrene Kletterer mit einem Guide hoch und unterwegs das unglaubliche Panorama genießen. Nach einer Stunde erreichen auch wir den höchsten Aussichtspunkt Noch ein paar Stufen. Wahnsinn. und werden belohnt mit einem atemberaubenden Ausblick. Um Gottes Willen, ist das schön. Das ist beeindruckend. Nicht wahr? Meine Stadt. Ja.
Kotor ist eine der wichtigsten touristischen Städte in ganz Montenegro, aber Geheimtipps gibt es immer noch. Hast du einen? Ja. Wirklich? Ada Bojana. Für mich ist Ada Bojana, kann ich nicht beschreiben, aber auf jeden Fall ein Stück Paradies, das bei uns im Land ist. Und ich liebe das an meinem Land, denn man hat sowas, man hat auch die Berge und man hat Ada Bojana, ein 13 Kilometer langer Sandstrand. Da gehe ich hin. Ja, musst du machen. Abseits des Pauschaltourismus lässt sich Montenegro auch individuell entdecken. Hotels und Ferienwohnungen an der Küste sind die Klassiker. Ursprünglichere Alternativen finden sich etwas abseits im Landesinneren. Zum Beispiel nördlich der Hauptstadt Podgorica, auf einer kleinen Farm bei Danilovgrad. Darko bietet auf seiner Eselfarm Übernachtungen und Arbeit. Denn bei 50 Tieren gibt's immer was zu tun. Kommt. Es gibt immer einen dominanten Esel. Das ist diese hier, Juliette. Sie ist immer die Erste, wenn wir diese süßen Sachen bringen. Die Karotten schmecken ihnen so gut wie Kindern ein Eis im Sommer. Jeder von ihnen hat einen Namen und eine eigene Persönlichkeit. Wir hatten Tausende in Montenegro. Tausende. Es gab keinen Haushalt ohne Esel. Die Tiere waren die beste Hilfe in dem sehr harten Leben in den montenegrinischen Dörfern. Aber als die Leute vor 30, 40 Jahren aus den Dörfern in die Städte zogen, fingen sie an, Maschinen zu benutzen und die Esel wurden überflüssig und Müll. Als ich meine Farm vor 7 Jahren gründete, kostete ein Tier auf dem Markt in Podgorica nur 25 €. Nur. Die Esel wurden dann von Jägern gekauft, um sie an ihre Jagdhunde zu verfüttern. Mit 25 € hatten sie damit 100 Kilo Fleisch. Ich bin Vogelforscher und ich kenne Montenegro sehr gut. Mir wurde bewusst, dass die Esel eine der bedrohtesten Tierarten im Land wurden. Auf seiner Farm rettet Darko Esel. In Montenegro gibt es nur noch rund 200. Ich habe sie vor 3 Jahren gekauft, damit sie nicht länger schlecht behandelt wird. Sie war sehr blutig, weil sie Holz transportieren musste. Sie ist immer noch nicht ganz fit, aber sie ist auch sehr alt und ich habe sie gekauft, damit sie hier ihren Lebensabend genießen kann. Manchmal nach meiner Arbeit komme ich her und setze mich und sehe ihnen zu, wie sie grasen. Da sieht man dann, dass das Leben etwas Einfaches sein kann und nicht kompliziert sein muss wie in den Städten. Die jüngste Farmbewohnerin ist übrigens erst 7 Tage alt. Seine Gäste können Darko nicht nur mit seinen Tieren helfen. Umweltschutz ist für ihn auch ein wichtiges Thema. Darko sammelt und trennt Müll. In Montenegro eher noch die Ausnahme. Wir recyceln alles. Die Farm wurde aus gebrauchten oder recycelten Materialien gebaut und wir kompostieren. Darkos Leidenschaft ist faszinierend. Neben den Einnahmen durch Übernachtungsgäste finanziert er die Farm mit dem Verkauf von Eselsmilch. Ein Esel gibt 400 Milliliter am Tag und das ist die teuerste Milch der Welt. 1 Liter kostet 50 €.
Die Milch ist sehr gesund und Menschen nutzen sie zum Beispiel bei Atemproblemen. Als ich jung war, war ich in meinem Dorf für 4 Esel zuständig. Ich liebe Tiere. Etwa 30 Minuten südlich von Kotor liegt die Halbinsel Luštica. Sie ist in weiten Teilen noch ziemlich ursprünglich. Es gibt viele Olivenhaine und unberührte Natur. Auch hier ist das ursprüngliche Landleben von Montenegro zu spüren. Wir besuchen Gisela auf ihrem Selbstversorgerhof mit Gästezimmern. Gisela, Ja, bist du da? Wie geht's dir? Ramon, mein Freund. Was ist das hier für ein Ort? Das ist unser mediterranes Anwesen. Eine Oase für gute Menschen, für die Familie, für Tiere, Freunde, Pflanzen und gute Seelen. Wahnsinn, wie viel Energie Gisela hat. Das zeigt sich auch auf ihrem Hof. Sie züchtet Pflanzen, kümmert sich um die Tiere und baut einheimische Lebensmittel an. Du hast ja ganz tolle Früchte hier. Ja, was denkst du, was das ist? Eine kleine Mini-Orange? Ja, wir nennen sie Fortunella. Fortunella? Okay. Sie bringt Glück. Ah, okay. Probier doch mal. Mit Schale? Ja, natürlich mit Schale. Und jetzt pflücken wir noch mehr hiervon und anderen Früchten. Und dann machen wir zusammen einen tollen Zitruslikör daraus. Für den Likör pflücken wir alle Zitrusfrüchte, die Giselas Garten hergibt. Und das sind einige. Gemüsebeete und Obstbäume, wohin das Auge blickt. So große Zitrusfrüchte selbst zu ernten, für Anfänger ist es gar nicht so leicht. Die große. Die große? Sie ist voller Vitamine. Boah, das ist gar nicht so einfach, die abzuschneiden. Ey. Sie geht gar nicht ab. Wie ein Fußball. Finally. Super. Endlich. That's awesome. Das wird fantastisch schmecken, weil sie sehr reich an Bitterstoffen ist. Ja. Und das ist die Note, die dem Likör den besonderen Geschmack gibt. Okay. Was fühlst du, wenn du diesen tollen Ausblick siehst? Ja, ich fühle neue Inspiration für meine Kompositionen. Ah, du bist Musikerin? Ja, neue Ideen für meine Lieder. Du wirst nachher auch noch etwas hören. Lass uns gehen, es regnet. Gisela ist studierte Pianistin, ihr Mann Neja professioneller Drummer und Keyboarder. Gemeinsam machen sie auf Festen Musik, später auch mit uns. Aber jetzt gibt's, natürlich, erstmal selbstgebrannten. Ich habe hier hausgemachten Schnaps. Einer ist aus Pflaumen und der andere ist Likör. Das ist Slivovitz, also eine Art Obstbrand aus Pflaumen. Von Plums, huh? Ja. Okay. Und das ist Likör aus wilden Granatäpfeln. Ah, die großen roten. Ja, voll mit Vitamin C und ich liebe diese Farbe. In Deutschland sagt man Prost. Was sagt man bei euch? Wir sagen Živeli. Prost. Živeli? Prost. Prost. Živeli. Achtung, gleich kommt wieder das Schnapsgesicht. Was sagst du? Oh, sehr stark. Ja, stark. Leute, lasst uns loslegen. Let's go. Und jetzt Schnaps selber machen. Wir haben Limonen, Grapefruit, Orangen, Mandarine, Fortunella. Alle Zitrusfrüchte. Das ist alles, was wir brauchen. In der Zwischenzeit müsst ihr unbedingt etwas essen. Hey, soll ich dir was abnehmen? Nein, das ist der hausgemachte Willkommensgruß. Neja tischt auf. Montenegrinische Gastfreundschaft und selbstgemachte Köstlichkeiten aus der Region. So herzlich und so lecker.
Loza ist die Basis. Nach den Zitrusfrüchten machen wir diesen Traubenschnaps dazu und dann kommt der Honig. Würdest du euer Leben als den typischen montenegrinischen Lifestyle beschreiben? Nein, es ist nicht typisch. Unser Leben ist eine Art Mix aus Kunst, Natur und guten Seelen. Okay. Das ist unsere Art und die ist schon etwas Besonderes. Jetzt kommt der Honig. Okay. Ja, das wird lecker werden. Und noch der Traubenschnaps dazu. Ja, du musst ganz langsam gießen, damit er sich überall um die Früchte legen kann. Er muss in jede Ecke. Okay. Oh, das sieht echt cool aus. Ja, der wird gut. Shake it, baby, now shake it, baby, please try. Come on, twist and shout, twist and shout. Wie schmeckt der denn? Können wir probieren? Er muss erst mal 2 Monate ziehen. Aber ich habe für dich was vorbereitet. Der ist total fruchtig und super lecker. Super delicious. Könntest du mir was von eurer Musik zeigen? Würdest du singen? Ja, in Ordnung. Okay, let's go. Wow. Hey, der Mann des Hauses, der Music Man. Ja. Du bist mein Assistent. Ja, kann ich mitmachen? Ja. Okay, lass uns loslegen. Ah, okay, ich bin der Shaker. Okay, let's try. Let's go. Okay. Welcome to Luštica. Welcome to paradise. Welcome to paradise. Welcome to paradise. Welcome to paradise. Das ist wie im Paradies hier in Montenegro. Es ist der Wahnsinn. Was für ein Tag, was für Menschen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, my friend. You're welcome. Die Halbinsel Luštica ist perfekt für einen Tagesausflug. An der 35 Kilometer langen Küste liegt das Dorf Ruja. Hier direkt an der Adria treffen wir Helga und Iggy wieder. Sie wollen uns Luštica vom Wasser aus zeigen. Iggy, was machen wir heute eigentlich auf dem Wasser hier? Hier, wenn du jetzt hier mal schaust, das ist ein U-Boot-Schacht vom ehemaligen jugoslawischen Militär. Da werden wir reinfahren. Bis in die 1990er Jahre war die Halbinsel militärisches Sperrgebiet. In den Schächten wurden U-Boote und andere militärische Geräte getestet. Heute ist hier alles verlassen. Die Stimmung irgendwie unheimlich und beeindruckend zugleich. Ein Stück weiter draußen verwandelt sich die wilde Schönheit Lušticas vom Sperrgebiet zum Tourismus-Hotspot. Das ist die Mamula, das ist eine ehemalige Gefängnisinsel. Ja. Also wirklich so das Alcatraz, sage ich jetzt mal, von Montenegro, ja, wo jetzt ein Top-Hotel draufkommt, tolle Lage, ja, man kann eigentlich nur mit dem Hubschrauber oder mit dem Boot hin. Mit dem kleinen Geldbeutel kann man da wahrscheinlich nicht unbedingt. Mit dem kleinen Geldbeutel übernachtet man da wahrscheinlich eher nicht. Wie ursprünglich findest du Montenegro denn noch, jetzt mit dem ganzen Tourismus und so? Oh, sehr ursprünglich. Ja? Also ich glaube, gerade in Montenegro findet man noch sehr viel authentischen Balkan. Ja? Sowohl was die Kultur, aber auch was die Natur anbetrifft. Es gibt so tolle Naturwunder, sage ich jetzt mal. Ja? Und wir fahren ja jetzt auch zu einem. Ist das so ein Naturwunder? Ja, also für mich auf jeden Fall. Und es ist von der Natur geschaffen. Jetzt die blaue Grotte. Wenn wir hart genug sind, gehen wir sogar schwimmen. Ah.
jedes Mal aufs Neue bin ich immer wieder überrascht von diesem Lichtspiel. Das ist absoluter Wahnsinn. Einmal türkisblau, dunkelblau, hellblau, smaragdgrün. Schon am Eingang der Grotte spielt die Natur ihre ersten Trümpfe aus. Total atemberaubend. Ich finde, die ganze Atmosphäre hier macht einen so ehrfürchtig irgendwie. Was die Natur sich da überlegt hat und was sie erschaffen hat. Total verrückt, total verrückt. Ein wenig erinnert es an die berühmte Grotte von Capri, aber ohne Massentourismus. Unglaublich. Wow. 17 Grad Wassertemperatur. Trotzdem, Helga zögert nicht. Oh, ist mega kalt. Es ist mega kalt. Aber auf geht's, Leute. Wir haben es uns geschworen. Also, 3 oder was? 2, 1. Unglaublich. Kalt, aber unfassbar erfrischend. Und direkt nochmal rein. Was für ein Erlebnis. Weiter am Meer entlang. Montenegros Küste ist zwar nur 300 Kilometer lang, aber die Adria bietet hier jede Menge Badespaß. Felsbuchten, Kies oder Sandstrand, hier ist für jeden was dabei. Aber Montenegro hat noch viel mehr zu bieten. Am nächsten Morgen geht's tiefer ins Land hinein. So, weg von der Küste, weg vom Wasser. Heute geht's ab in die Berge von Montenegro. Ich sehe die ja schon seit Tagen überall um mich rum. Die sehen so krass spektakulär und mächtig aus. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, die heute endlich mal zu besuchen. Und wie ich da hinkomme, tja, es geht ab auf die Schiene. Guten Morgen. Wer von euch ist denn der Michael eigentlich? Ja, du bist der Michael? Ich bin der Michael. Hi, grüß dich. Hallo, guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Die Strecke führt vom Küstenort Bar über die Hauptstadt Podgorica bis ins Hochgebirge nach Kolaschin im Norden. Unterwegs passieren wir die höchste Eisenbahnbrücke Europas. Das wird ein Abenteuer. So. Michael, wo kommst du eigentlich her? Du, ich komme aus Ransbach-Baumbach im Westerwald. Bei Koblenz ist Genau, das, oder? ist in der Nähe von Koblenz. Okay. Und lebe jetzt seit 15 Jahren hier. Komm, wir setzen uns mal hier rein. Gerne. Erzähle ich dir ein bisschen was. Und was hat dich hierher verschlagen? Ich habe mal Urlaub gemacht hier vor ganz, ganz vielen Jahren. Ja. Fand das super schön und super interessant. Und ja, so habe ich dann langsam angefangen, Wohnungen zu vermieten, Touren zu machen. Und es kamen immer mehr Gäste. Und seitdem lebe ich hier und finde es wunderschön. Was ist das Besondere an der Eisenbahn? Das Besondere ist, dass diese Eisenbahn, so wie sie jetzt im Moment fährt, bereits seit 50 Jahren fährt. Wo führt sie denn hin? Also man fährt quasi von Bar bis in die serbische Hauptstadt Belgrad. Und wir fahren jetzt hoch von 0 Metern Meereshöhe auf über 1000 Meter nach Kolaschin. Da vorne ist ja das Meer. Genau, hier ist das Meer. Wir sind jetzt kurz vor Sutomore. Ja. Es ist
ein Ausflug, den Deutsche sehr, sehr gerne machen. Weil wir festgestellt haben, dass Deutsche einfach gerne Eisenbahn fahren. Na, man sitzt ja hier auch schön, ne? Und die Landschaft läuft so wie im Kino an einem vorbei. Man sieht innerhalb von kurzer Zeit sehr, sehr viel vom Land. Man hat ganz, ganz andere Eindrücke und man sieht natürlich auch Dinge, wo man sonst gar nicht hinkommt. Aha, da werden schon die ersten Fotos gemacht. Hallo, darf ich mal bei Ihnen reinkommen? Ja. Servus. Das ist Sheila. Ja. Hallo Sheila, grüß dich. Wissen Sie, was das da für ein Gewässer ist eigentlich? Das ist unser Skutaris-See, der Skadasee. Der Skadasee, ah ja. Den größten See des Balkans werden wir auch noch besuchen. Und bei diesem Anblick ist die Vorfreude echt groß. Ich bin die Fremdenführerin hier. Cool. Ich lebe meine Leidenschaft durch meinen Beruf. Cool. Und sprichst wie eine Deutsche? Ja, meine Wurzeln sind hier im Norden von Montenegro und auch in Düsseldorf. Welcher Stadtteil? Flingern. Flingern, okay. Das ist ja witzig. Ja. Und wann hast du beschlossen, wieder hierher zu kommen? Das war 2007, als unser erstes Kind schulpflichtig wurde. Da haben wir doch die Entscheidung getroffen, die Kinder hier so in der Natur, naturverbunden aufwachsen zu lassen. Ist das der Grund, warum ihr zurückgekommen seid? Die Landschaft, die Natur? Die Landschaft, die Natur und auch Familie. Ist ja schön, wenn du hier deine Leute hast. Dann ist es ja super, wenn die Kinder mit denen aufwachsen können, oder? Wie lange sind Sie denn schon hier jetzt? Wir sind eine knappe Woche hier, sind seit 4 Wochen unterwegs und sind über Kroatien, dann nach Montenegro gekommen und ja, sind eigentlich fasziniert. Muss sagen, wir sind das erste Mal in Montenegro, aber bin trotzdem überrascht von der Vielfältigkeit, also Wasser und eben Berge. Wir sind das erste Mal da und wir sind nicht das letzte Mal da, definitiv. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Ganz bestimmt. Westlich der Strecke liegt eins der wichtigsten Klöster der serbisch-orthodoxen Kirche, zu dem Pilger aus aller Welt strömen. Der obere Teil des Klosters besteht aus 2 kleinen Kirchen, die in Höhlen errichtet wurden. Der heilige Wassilije wird hier verehrt. Er gilt als der Erbauer des Klosters von Ostrog. Besonders beeindruckend ist die Architektur des Gotteshauses. Es liegt auf einer Höhe von 900 Metern und ist mitten in einen Felsen gebaut worden, um es vor Angriffen zu schützen. Unser Zug erreicht seinen ersten Halt. Montenegros Hauptstadt Podgorica. Komm mal mit, denn jetzt gibt es eine besondere Attraktion für dich. Wir gehen jetzt in die Lokomotive und dann kannst du den Rest der Strecke direkt vorne zusammen mit dem Lokführer in der Lokomotive erleben. Okay, stark. Einmal um die Lok rum und von der anderen Seite geht's rein. Lokführer spielen. Coole Sache. So, dann. Die Fahrt beim Lokführer kann exklusiv gebucht werden. Ein echter Geheimtipp. Heute fahren Nikola und Mitschko. Vor uns liegt eine ganz besondere Strecke mit dem 50 Jahre alten Zug. Du hast einen super Job, oder? Ja, eine fantastische Arbeit.
Abgesehen davon, dass ich die Lok bedienen muss, was auch schon eine Herausforderung ist, kommt die Strecke dazu. Es gibt viele Brücken und Tunnel und es kommt immer wieder zu Steinschlägen. Oft passieren auch Menschen die Strecke. Ich muss also höchst konzentriert sein, wenn ich die Lok fahre. Ich habe gehört, die Strecke ist total spektakulär. Es gibt jetzt viel Steigungen und Action. Ja. Ja, allein schon wegen der Herausforderung für uns als Lokführer und wegen der großen Steigung auf der Strecke von 25% und der vielen Brücken und Tunnel. Rund ein Drittel der Strecke nach Serbien liegt in Montenegro. Dabei geht's 2 Stunden lang durch 107 Tunnel und über 106 Brücken. Oft ist es nur einspurig mit nur wenigen Ausweichgleisen. Gegenverkehr muss mit Hupen angekündigt werden. Mal hupen? Da. Okay, hier? Ja. Das ist mal Urlaub für die Augen, ey. Warum hältst du den Zug an? Was ist passiert? Irgendwas ist hier jetzt gerade passiert. Ich habe keine Ahnung was. Aber der Kollege probiert es zu regeln. Vielleicht ruft er einfach bei seiner Frau an, weil er sie lange nicht mehr gesehen hat und wollte mal Hallo sagen oder so. Go, go. Hat's geklärt. Guter Mann. Mitschko, was war los? Was ist passiert? Das Signal war außer Funktion. Und dann sind wir verpflichtet anzuhalten und die nächste Station anzurufen, um die Genehmigung zu bekommen, weiterzufahren. Okay. Und ist alles genehmigt? Ja. Der Zug führt uns auf eine Höhe von fast 1000 Metern. Und dafür geht's gleich über die höchste Eisenbahnbrücke Europas. Das Highlight dieser Fahrt. Boah, gibt es tief runter. Boah. Alter, ist das krass. Wir sind 200 Meter über dem Boden. Mit der Eisenbahn mitten in den Bergen von Montenegro. Hammer. Hier vorne aus der Perspektive, so durch die Berge mit den Kurven und den Tunneln, das ist Adrenalin pur. Das kann ich echt empfehlen. Diese Zugfahrt ist ein unvergessliches Abenteuer. Und sie bringt uns in die wunderschöne Bergwelt Montenegros. Hier liegt der Durmitor-Park, der größte der 5 Nationalparks des Landes. Mittendrin ein Naturwunder der Superlative, die Tara-Schlucht. Mit einer Länge von fast 80 Kilometern gilt sie als die längste und tiefste Schlucht Europas.
Namensgeber ist die Tara, mit 140 Kilometern der längste Fluss des Landes. Wegen der vielen Stromschnellen ein perfekter Ort für Rafting. Lupo ist hier geboren und bietet Touren auf der Tara an. Okay, zuerst müssen alle die Füße in die Schlaufen stecken. Und dann könnt ihr so kontrollieren, ob ihr sicher seid. Für die Kinder in der Mitte ist es okay, sie müssen nur sitzen bleiben. Lasst uns zunächst versuchen, alle nah am Boot zu paddeln. Alle zusammen jetzt. Alle nennen den Tara-Fluss die Träne Europas. Warum? Weil er so sauber ist, wie man sehen kann. Der Tara Canyon ist der tiefste Canyon Europas, 1380 Meter tief. Das Besondere hier ist die Natur und das Leben in der Wildnis. Die Abenteuer hier. Das ist es. Jeden Tag treffe ich neue Leute oder sehr viele Tiere. Hirsche zum Beispiel oder Bergziegen. Die sind die Königinnen der Berge hier, weil sie überall hin können in den Bergen und es ist ein Paradies für sie. 12 Kilometer auf dem wilden Wasser und entlang der wunderschönen Natur. Viele glauben nicht, dass so etwas auf der Welt existiert, diese unberührte Natur. Wenn du tiefer in den Canyon gehst, gibt es einen völlig wilden Teil. Keine Dörfer, keine Straßen, nichts. Nur unberührte Natur um dich herum. Und du hörst nur die Vögel, das Wasser, ein paar Quellen und das war's. Doch plötzlich wird es unruhig, die Stromschnellen kommen. Vorwärts, vorwärts! Stopp! Stopp, ihr müsst vorwärts paddeln, nicht rückwärts. Alle zusammen, los! Okay, Leute, der Angry River ist auf der linken Seite. Durch ihn fließen 2.000 bis 3.000 Liter Wasser pro Sekunde. Er ist einer der schnellsten und kürzesten Flüsse der Welt. Lupo will uns das Naturspektakel genauer zeigen. Hochpaddeln geht nicht, aber hinaufwandern. Nach 5 Minuten kommt die Stelle, an der der Fluss an der Oberfläche erscheint. Das Wasser ist kalt, klar und sauber. Was für ein Schauspiel! Und auch wenn Lupo hier aufgewachsen ist, genießt er es immer noch jeden Tag aufs Neue. Vor allem hast du hier jeden Tag frische Luft und Ruhe. Nicht so wie in den Städten, wo die Menschen gestresst sind und viel arbeiten. Hier ist man völlig entspannt. Wo kann man das noch finden? Wenn du im Büro bist, wofür entscheidest du dich? Büro oder Natur? Natur natürlich. Baden ist hier was für ganz Mutige. Das Wasser wird selten wärmer als 13 Grad. Wer die Schlucht von oben erleben will, fährt zur großen Brücke. Hier gibt's nicht nur einen fantastischen Ausblick, sondern auch jede Menge Nervenkitzel und Spaß für die, die sich auf die Zipline trauen. Abseits des Canyons lässt sich der Park gut mit dem Auto entdecken. Auf dem sogenannten Durmitor-Ring. Die Panorama-Rundstrecke führt über Hochplateaus, vorbei an Kleindörfern, ursprünglicher Natur und einigen Überraschungen. Ein alter Autofriedhof mit echten Sammlerstücken.
Nach dem rauen Durmitor-Park geht's in den Osten des Hochgebirges. Wir sind zu Besuch in Europas ältestem Nationalpark, Biogradska Gora. Die schwarz wirkenden Bäume in den Bergen sind übrigens der Legende nach der Grund für den Namen Montenegros. Schwarze Berge. Hier zeigt sich die montenegrinische Natur von einer anderen Seite. Wir haben 5 Nationalparks in Montenegro. Dieser ist einer der ältesten der Welt. Und einer der letzten Urwälder Europas. Der Baum ist ja riesig. Ja, es ist eine wunderschöne alte Ulme. Wie alt ist die? Ungefähr 300 Jahre alt. Echt? Ja, sehr alt. Wir haben viele davon im Park. Wie kommt es, dass dieser Park schon so lange geschützt ist? 1878 hat König Nikola angeordnet, dass dies ein geschützter Raum sein soll, weil es hier so viele alte Bäume und ursprüngliche Natur gab. Also er war ein Naturliebhaber. Ja, genau. Zum Park gehören 6 Gletscherseen. Mit einer Genehmigung ist sogar Angeln erlaubt. Und, kleiner Geheimtipp, campen darf man hier auch. Fast 2000 Pflanzen und 86 unterschiedliche Baumarten sind hier zu Hause. What kinds of animals? Welche Tiere leben hier im Wald? Oh, wir haben viele. Bären, Wölfe. Bären? Ja, natürlich. Echt? Und das sagst du mir jetzt erst? Wir haben einen hier. Ah, solche Bären, okay. Wir haben tatsächlich Braunbären hier. Aber das ist eine Skulptur von einem lokalen Künstler. Sind sie gefährlich? Nein, nein, sind sie nicht. Sie laufen vor den Leuten weg. Sieht man denn die wilden Tiere hier, wenn man zum Beispiel campt? Ja, das passiert. Aber es gab noch nie eine gefährliche Situation mit den Bären. Nichts. Gab es denn schöne Situationen? Ja, manche machen Fotos oder ein Video. Das ist nicht gefährlich. Vor dem nächsten Bär muss ich auch keine Angst haben. Es riecht hier sehr gut. Ja. Wegen der Pflanzen. Sie sind sehr bekannt. Wie nennt ihr sie? Sriamusch. Sriamusch. Sriamusch oder Bärlauch. Bear Onion. Ja. Es ist Bärlauch. Hier ist alles voll mit Bärlauch. Das ist Wahnsinn. Yeah, totally. Yeah, like onion. Yes. Darf man sie pflücken? Yeah, maybe a couple, little bit, to make a salad. Also ein kleines Portionchen Sriamusch, Bärlauch kann man sich hier mitnehmen. Aber nicht zu viel, nur für einen kleinen Salat. That's awesome. Ja. Das ist echt die pure Idylle hier in einem der wenigen Urwälder in Europa. Das Tolle ist, man kann ganz easy wandern. Es ist ziemlich flach und man muss überhaupt nicht sportlich sein, um das gut hinzukriegen. Milja verlässt den Wanderweg, um uns etwas Besonderes zu zeigen. Die Leute müssen auf den gekennzeichneten Wegen bleiben. Dieser Weg ist nicht markiert. Es ist ein Bärenpfad und nicht öffentlich. Echt ein Bärenpfad? Ja. Komm, das Wasser ist nicht tief. Yes! Voll rein! Gibt es eine Chance, Bären zu sehen, wenn wir auf deren Pfaden unterwegs sind? Vielleicht. Rund 20 Bären leben in dieser Umgebung. Wir gehen zu einer Futterstelle. Oh, was ist das denn? Pass auf, das ist ein totes Wildschwein. Oh mein Gott, ein Wildschwein. Wenn wir tote Tiere im Wald finden, dann bringen wir sie zur Futterstelle, damit die Bären das Fleisch essen können.
Dort drüben ist eine Kamera. Siehst du sie am Baum? Und wir machen dann Fotos und Videos. Ihr dokumentiert das also? Ja, genau. Ich danke dir sehr für diese tolle Erfahrung. Es hat mich gefreut. Und danke, dass du dich um unsere Natur kümmerst. Das ist sehr wichtig. Danke, ich hoffe, du kommst noch mal wieder. Klar komme ich wieder. Und dann begegnen wir auch einem Bären. Ja, genau. Ciao. Ciao. Ganz ursprünglich in den Bergen übernachten. Das geht in sogenannten Ethno-Villages. Meistens stehen die kleinen Holzhütten mit traditionellen Spitzdächern am Rand der Straßen. Rustikal und einfach für 2 bis 4 Personen. Oft gibt es einen Gemeinschaftsraum, in dem traditionelle hausgemachte Speisen serviert werden. Oder Besucher nutzen den Aufenthalt, um einfach mal abzuschalten. Wir treffen Stojan, der seine Hütten selber baut. Ich baue ein neues Chalet hier. Das ist das Fundament für das neue Haus. Es wird eine Terrasse nach vorne haben. Und der äußere Stein wird sehr rustikal sein, damit er gut zur Natur passt. Ich mache hier 30 Jobs auf einmal. Ich bin alles hier. Und manchmal wird es sehr stressig. Da habe ich für sowas keine Zeit. Und deshalb habe ich zum Beispiel die Möbel für das Haus schon im Winter gemacht. Wir hatten 2 Meter Schnee. Und da hatte ich Zeit für die kleineren Sachen. Also die Möbel herzustellen. Stojan baut auf dem Land seiner Vorfahren. Er ist sich sicher, dass seine Häuser Zukunft haben. Ich möchte etwas Besonderes für meine Gäste machen, wenn sie aus dem Ausland oder anderen Orten kommen, um in der Natur zu sein. Dann können sie in den Holzhäusern übernachten, in denen alles handgemacht ist. Seitdem ich klein bin, habe ich die Idee von Tourismus hier. Und alle meine Cousins haben mich ausgelacht, weil ich 13 war. Und dann zog ich nach Kotor, beendete mein Studium, arbeitete für viele internationale Firmen. Ich hatte 200 Angestellte unter mir. Und dann habe ich gedacht, du hast gar keine Zeit für dich. Du hast nicht mal Zeit für 1 Stunde Pause, um dich zu erholen oder nachzudenken. Es musste immer alles laufen, laufen, laufen. Und eines Tages entschied ich, meinen Traum zu leben und das hier zu machen. Ich kündigte meinen Job und startete das Projekt hier. Seit 4 Jahren baut er jetzt Sommer für Sommer neue Hütten und hat darin seine Erfüllung gefunden. Hier habe ich Frieden, auch wenn viel zu tun ist. Ich muss mich nur hier vor das Haus setzen und auf den Berg gucken, eine Rakia oder Kaffee trinken und dann kann ich entspannen. Ich denke, wenn du deine harte Arbeit mit Herz und Leidenschaft machst und du sie magst, dann bist du glücklich. Unsere Reise durch Montenegro führt uns endlich zum größten See des Balkans, dem Skadarsee. Kristinja leitet hier ein Familienunternehmen, das Bootstouren anbietet. 1, 2,
Gut gemacht. Danke. Also, was kann ich auf dieser Tour erwarten? Frieden und Stille, weil es der Anfang der Saison ist. Es werden viele Vögel zu sehen sein, aber auch schöne Blumen, Seerosen. Sie beginnen gerade zu blühen. Und du kannst durchatmen. Du kannst die Stille spüren. Was ist das für ein Vogel? Es ist ein Graureiher. Grey Heron, okay. Wie viele verschiedene Vogelarten leben hier? Wir haben 281 Vogelarten. Natürlich nicht alle zur selben Zeit. Die meisten fliegen nach Südafrika. Aber wir haben dennoch das ganze Jahr über Vögel hier. Ich will dir diese beiden Linien zeigen. Das ist die Wasserhöhe in der Winterzeit. Siehst du die grünen Aufkleber? Das ist die Höhe. Das Wasser geht im Winter so hoch. Der Wasserspiegel des Sees schwankt stark, je nach Jahreszeit um bis zu 5 Meter. Das liegt an der Schneeschmelze in den angrenzenden Bergen. Das ganze Wasser aus dem Skadar-See wechselt mindestens 3-mal im Jahr. Das Wasser geht in die Adria und durch den Fluss Bojana. Ramon, willst du etwas probieren? Ja, boah, du bist ja super nett. Also, nimm das. Das ist geräucherter, marinierter Karpfen. Wir haben 48 Fischsorten hier im See. Der berühmteste und leckerste ist der Karpfen. Und viele Leute, die hier fischen, sind auf den Karpfen aus. Er ist eine lokale Spezialität. Magst du ihn? Boah, ist das lecker. Ja, lecker. Schmeckt hervorragend. Guck mal, noch ein Vogel. Wir haben seinen Fisch geklaut. Wie kommst du zu diesem Job? Wie hat das angefangen? Ich organisiere die Bootstouren mit meiner Familie. Wir machen das seit 2010 und am Anfang ging es Schritt für Schritt. Aber jetzt haben wir jede Menge Kunden und es gibt viel zu tun. Aber ich bekomme das mit meiner Familie gut hin. Mein Eindruck von Montenegro ist, dass viele Männer arbeiten und die Frauen eher nicht so. Ist das ein falscher Eindruck? Also, so war es in der Vergangenheit. Aber seit wir auf dem Weg in die Europäische Union sind, hat es sich gewandelt. Es gibt viele Frauen, die genauso arbeiten wie Männer. Also das Land entwickelt sich. Ja, es entwickelt sich sehr schnell und das freut mich sehr. Kormorane. Wo sie sind, ist auch der berühmteste Vogel des Sees nicht weit. Hier gibt es eine der letzten Pelikankolonien Europas. Wenn wir über den Charakter der Pelikane sprechen, habe ich einen Witz. Ich sage den Leuten immer, es ist ein wirklich montenegrinischer Vogel, denn er ist faul. Seid ihr faul? Ja, wir sind das faulste Volk der Welt. Montenegriner glauben, wenn du etwas morgen tun kannst, dann mach es auch erst morgen. Oder übermorgen. Also, der Pelikan ist nicht wirklich faul. Er kann nicht tauchen und deshalb wartet er an der Oberfläche auf den Fisch. Die Kormorane fischen zusammen mit den Pelikanen. Die Kormorane treiben den Fisch an die Oberfläche und der faule Pelikan schnappt dann zu. Kristinja zeigt uns eine weitere Besonderheit des Sees. Also, das sind die berühmten Seerosen. Ja, das sind sie. Die weißen darf man pflücken. Die hier ist schön. Okay, gut gemacht. Lass uns hinsetzen. Ich will dir etwas zeigen. Ich bin gespannt. Willst du mal? Ja, ich kann es ja mal probieren. Bis hier.
Aber willst du mir nicht sagen, was es wird? Nein, du wirst es erkennen. Yes, I will see. Yeah. Okay. So oder noch mehr? Nein, das reicht. It's fine. Here we are. Komm her. Ah, eine Kette. Ja, für dich. Gefällt sie dir? Danke dir. You're welcome. It even smells. Yes, a bit. Smells very good. Es duftet total. Ich spüre hier wirklich die Kraft der Natur. Ganz genau. Ein letztes Mal geht's zurück ans Meer. In der Nähe der Stadt Ulcin, im Mündungsdelta des Flusses Bojana, liegt die Insel Ada Bojana. Sie ist dreieckig, nur 6 Quadratkilometer groß und wird komplett vom fast 40 Kilometer langen Fluss umschlossen. Die Stelzenhäuser entlang des Flusses sind ein echter Hingucker. Die Mima hat mir ja gesagt, ich soll in den Süden von Montenegro fahren. Und genau da bin ich jetzt, im südlichsten Teil. Da vorne ist die Grenze zu Albanien. Hier vorne ist der Fluss Bojana. Und schauen Sie mal, wie schön das hier aussieht. Das ist der Wahnsinn. Der Deutsche Alex Korb lebt hier und holt uns mit dem Motorboot ab. Du bist ja hier im Paradies. Ich denke, ja. Das ist ja Also Wahnsinn. gut, wir sind schon länger hier. Wir nehmen das als normal schon wahr. Du wohnst hier irgendwo, ne? Ja. Das ist eigentlich wie ein kleines Dorf hier. Das sind die ganzen Bootshäuser. 600 Bootshäuser haben wir hier. Krass, ja. Es waren eigentlich traditionell früher, siehst du diese... Fischergalgen. Ja, genau. Also Kalimeras nennen die sich. Okay. Das sind die Fischernetze. Die haben die Fischer hier in die Strömung vom Fluss abgesenkt. Ja. Dann lassen die eine halbe Stunde ungefähr im Wasser. Und die Strömung gibt quasi die Fische in die Netze. Dann werden die Netze hochgehoben. Und dann fischen die. Was fangen die hier so? Das sind Süßwasserfische. Weil der Fluss hat auf den ersten 2 Metern Süßwasser und unten auf dem Grund Salzwasser. Und du fängst hier überwiegend Raubfische. Branzin, Doraden. Das sind so die Hauptarten. Und das ist auch das, was wir dann in den Lokalen, in den Restaurants, die hier am Fluss sind, dann frisch auf den Teller bekommen. Stark. Das ist richtig gut. Leider verschwinden diese ursprünglichen Fischerbauten langsam. Dafür gibt es mehr Ferienhäuser. Auch Stars wie Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton haben hier schon Urlaub gemacht. Hier vorne, Ramon, siehst du die Brücke. Ja. Das ist auch ein relativ lustiges Thema hier, weil diese Brücke ist einspurig. Und auf dieser Brücke stößt sich dann der Verkehr. Und dann stehen die sich alle hier auf der Mitte der Brücke gegenüber und keiner will zurückfahren. Weil, da gibt es eine kleine Regel, hier auf der Mitte von der Brücke ist ein weißer Strich. Okay. Und wer diesen Strich zuerst erreicht, der hat recht. Der hat recht, der hat Vorfahrt und die anderen müssen alle zurückfahren. Und dann streiten die sich im Sommer. Da sind schon Leute von der Brücke geworfen worden, weil die sich so gestritten haben, weil keiner nachgeben will. Das ist ein Schauspiel. Man kann ja hier in den ganzen Restaurants sitzen und dann siehst du, wie die Autos sich gegenüberstehen und die Leute sich dann streiten, wer zurückfährt, wer fahren darf. Mega Spektakel. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vorne siehst du den Ausgang vom Bojana-Fluss ins Meer, in die Adria. Da geht's ins Meer rein? Da geht's direkt ans Meer. Wir biegen vorher ab, zu einem der Restaurants am Fluss. Dobar dan, hallo? Dva Kaffee? Ja. Cappuccino, Cappuccino ist gut. Super. Das ganze Lokal ist mit Unterschriften übersät. Hier gibt es eine kleine Tradition, Ramon. Jeder Gast, der hier ist, kriegt einen Stift, wenn er geht, und schreibt seinen Namen aufs Holz drauf.
Hier, der ist noch ganz genau. Blank. Der ist neu gebaut, da ist noch Platz, sonst ist alles vollgeschrieben. Ramon. Wunderschön. Ich habe eine Sauklaue, ey. Nein, Ramon, hast du wunderschön geschrieben. Follow the sun, which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intention. Alex nimmt uns mit zu seiner Kiteschule am nahegelegenen Strand. Montenegro ist ein Geheimtipp für Kiter. Zeit, es auch mal zu versuchen. Tomorrow's a new day for everyone. Ich bereite hier schon mal einen Kite vor, den benutzen wir nachher. Wir werden aber erst mal an Trainer-Kite gehen. Wir können nicht direkt aufs Wasser. Ah, es bedarf ein wenig Übung für das Ganze und du musst ein bisschen wissen, woher der Wind kommt. Ja. Das müssen wir uns gleich anschauen. Okay. Und dann musst du erst mal den Kite fliegen lernen, dass du ein Gefühl dafür bekommst. An Land? An Land. Okay. Gut, dann nehmen wir uns mal die Trapeze, Ramon. Ich krieg den hier? Ja, du kriegst den. Gut. Das ist ein etwas tiefer sitzendes Trapez. Das ziehst du einmal um die Hüfte drumherum. Das ist ja nicht ganz ungefährlich, oder? Das Kiten. Na, ich sag mal, wenn du es gut lernst. Von jemandem in der wie Schule, ja, dann ist das eine Sache, die man kalkulieren kann und dann ist es nicht gefährlich. Okay. Man muss es nur anständig lernen. Dann ist kein Problem. Gut. Aber man muss schon Respekt haben vor dem Ganzen. Also das hat schon eine gewisse Gewalt, so ein Drachen. Alles klar. So, Ramon. Das ist unser Übungskite. Hier liegen ja überall so Leinen auf dem Boden. Ja. Der Drachen ist natürlich verbunden. Das geht noch nicht wireless mit dem iPhone. Und der Drachen geht hoch. Der muss sich jetzt noch ein bisschen füllen. Ich vertraue dir, okay? Das solltest du. Sehr gut. So, ich hänge dich jetzt hier rein. Ich habe dich jetzt verbunden. Ja. Du merkst, der Drachen ist jetzt an deinem Trapez. Ja. Du merkst auch schon einen kleinen Zug. Ja? Voll. Und jetzt versuchen wir mal wie mit einem Fahrradlenker. Schau mal. Ja. Links, rechts. Du siehst, wir sind auf 12 Uhr. Ja. Der Drachen reagiert etwas verzögert. Du musst immer schon ein bisschen vorher gegenlenken, ne? Genau. Okay. Und nach links. Boah, Alter. Ja, Alter, das ist noch gar nichts. Nee. Und links. Boah. Links. Ja. Alles klar. Jawohl. Check. Du lenkst, fliegt der Kite. Das machst du super schon. Ja? Ja, das sieht schon aus wie Kiten. Klasse. Und rechts. So überschlagen darf er sich halt auch nicht, ne? Und links. Nein. Nach Möglichkeit nicht abstürzen lassen halt, ne? Ja, das probiere ich. Bist jetzt genau im Zentrum. Bei dem wenigen Wind jetzt merkst du, da kommt schon ganz schön Zug. Alter, voll. Nach links, wieder nach 12 Uhr fliegen. Ja. Jawohl. Merkst du, wie er zieht? Ja, ich merke auch, wie du mich hinten ziehst, oder? Ja, ich halte dich, dass du nicht wegfliegst. Danke, ja? ich weiß nicht, ob ich das sonst so hinkriegen würde. Jetzt ist er runter. Kein Problem. Das ist direkt passiert. Entschuldigung. Der Kite ist dafür gemacht. Der darf runterfallen. Der darf runterfallen. Ich denke, du hast Talent. Ja? Ja. Und deshalb gehen wir jetzt auch an den richtigen Kite. Was ist denn das Besondere am Surfen in Montenegro? Das Besondere, wir brauchen jetzt zum Kiten den Wind. So, und der Wind hier funktioniert wie ein Uhrwerk. Wenn wir Sonne haben, kommt der Wind Punkt 1 Uhr und um 6 Uhr ist der wieder weg. Das heißt... So regelmäßig? Ja, wir können uns immer so ein bisschen danach richten, nach so einem gewissen Rhythmus. Und was man bei uns so kennt, da muss man immer so ein bisschen gucken, gerade bei uns in den nördlichen Gefilden, da haben wir Wind, wenn wir schlechtes Wetter haben. Ja. Und hier haben wir Wind, wenn wir gutes Wetter haben. Ah ja, okay. Und es macht einfach ein bisschen mehr Spaß, wenn man Sonne und Wärme hat. Der Kite ist jetzt doppelt so groß. Und meine Aufregung auch. Nichts anderes wie mit dem Trainerkite. Nur, dass der ein bisschen mehr Bums hat. Und du musst entspannter gucken. Ja? Okay.
Merkst du was? Ja, voll. Ja, lehn dich schön dagegen. Arbeite schön dagegen. Ja, weg ihn. Und links. Jawohl, jawohl, alles klar. Und rechts. Und links. Ja. Ja. Nicht so stark anziehen, super. Und nach links. Wenn es sich wegzieht, legst du dich aufs Wasser und lässt dich ein bisschen hinterherziehen. Jawohl. Jawohl. Super. Und links. Hey. Und wenn das irgendwann auch mal mit einem Brett unter den Füßen gelingt, dann geht ein Traum für mich in Erfüllung. Also, ich bin begeistert. Ich glaube, bin stolz auf dich. Ey, vielen Dank. Ja. Und ich glaube, super. Das war das Coolste, was ich jemals gemacht habe. In Montenegro. Danke, Alex. Gut. Und jetzt raus aus den nassen Klamotten und abtrocknen. Wenn da dieser süße, kleine montenegrinische Straßenhund nicht wäre. Die Kiter lassen den Tag am Lagerfeuer ausklingen. Prost, Leute. Prost, Mann. Alex' Frau Anke ist auch dabei. Wie lange macht ihr das jetzt hier schon? Wir sind jetzt im 6. Jahr. Okay. Ich muss jetzt tatsächlich sagen, als Alex damals mit der Idee kam oder zum ersten Mal gesagt hat, Anke, ich kenne ja ein neues Land, wir fahren nach Montenegro, sag ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Was hast du gedacht damals? Ja, das war halt so Montenegro, wo ist es? Oh Hilfe, albanische Grenze. Und ich sag mal, bei uns in Deutschland gibt es ja so gewisse Vorurteile. Und die waren nach einem Urlaub weg. Also du kannst hier wirklich, wir haben schon unsere Sachen nachts am Strand stehen lassen. Hier wird noch nie ein Auto aufgebrochen. Hier kannst du als Frau zu jeder Tages- und Nachtzeit laufen, ohne dass du blöd angemacht wirst. Also du brauchst hier wirklich keinerlei Ängste zu haben oder... Wir haben vorher in Frankfurt gelebt, also da bin ich nachts nicht U-Bahn gefahren. Da hast du dich unsicherer gefühlt als hier? Hier kannst du nachts durch die Stadt laufen und dir passiert nichts. Im Gegenteil, da hält noch einer an und fragt dich, wo musst du hin? Und dann kannst du auch relativ bedenkenlos bei jedem einsteigen und der fährt dich nach Hause. Und was macht ihr hier? Wir sind sogar ausgewandert aus der Schweiz. Tatsächlich? Ja. Okay. Und schon bereut? Nein, gar nicht, gar nicht. Wir sind noch nicht lang da, aber wir lieben das Land einfach. Und das alles. Warum denn? Was ist denn das Schöne für euch? Ich denke, die Möglichkeiten, die Lebensqualität, die Natur und die Menschen hier. Natürlich dieser Kitestrand. Ich denke, das ist als Kiter auf jeden Fall einzigartig so. Und ja, eigentlich alles scheint im Moment wirklich sehr perfekt für uns hier. Und wo kommt ihr her? Wir kommen aus Schwelm. Nordrhein-Westfalen? Ja, genau. Richtig. Und wie seid ihr hier? Mit dem Flugzeug, mit dem Auto? Mit dem Wohnmobil. Mit dem Wohnmobil. Wir sind auf der Durchreise, sind auf dem Weg nach Albanien. Und da haben wir hier nochmal Halt gemacht und das ist hier wunderschön. Montenegro ist ein ganz wunderbares Land. Ziemlich klein, aber dafür gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Und gerade weil es so klein ist, habe ich es in relativ kurzer Zeit an ganz viele ganz tolle Orte geschafft. Ganz viele kleine, ganz ursprüngliche Orte. Also so richtige Geheimtipps. Hey, ich komme auf jeden Fall wieder. Und weißt du was, Alex? Beim nächsten Mal stehe ich auf deinem Brett und wir kiten zusammen. Versprochen. Prost. Prost, Leute. Auf Montenegro. Živeli.